Heute können wir mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass in der griechischen und römischen Antike Skulptur grundsätzlich farbig gefasst war. Wir wundern uns schon ein bisschen, wie gering weiterhin die Akzeptanz ist. Diese Farbkraft, dieses Spiel mit der Farbe verbindet man natürlich nicht mit der hohen Ernsthaftigkeit europäischer Kultur, sondern denkt da eher an das Folkloristische der Nachbarkulturen Europas. Also da spürt man auch schon, das hat etwas mit der Arroganz Europas zu tun. Die Idee der weißen Skulptur ist in der italienischen Renaissance entwickelt worden. Man wollte ein neues Ideal schaffen, ein ästhetisches Ideal, natürlich auch ein intellektuelles Ideal, und hat die Antike kopiert und war sich sicher, dass man in dem Moment korrekt ist, wenn man die Skulptur farblos belässt, was ein riesiger Irrtum war. Die große Irritation kam dann im 18. Jahrhundert, als man begonnen hat, systematisch auszugraben. Jetzt gräbt man gezielt unter wissenschaftlicher Aufsicht und findet eine Marmorskulptur nach der anderen mit Farbresten, so dass am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich die Diskussion beendet ist. Überraschend für uns ist die Tatsache, dass man Anfang des 20. Jahrhunderts dieses Wissen um die Farbigkeit der antiken Skulptur wieder verdrängt hat. Man hat so ein bisschen den Verdacht, es hat was zu tun mit dem europäischen Faschismus, mit einer radikalen und eigentlich verachtenden Ästhetik. Wir forschen seit 40 Jahren, produzieren Rekonstruktionen seit 30 Jahren. Die Rekonstruktion ist ein Instrument, ist ein Werkzeug der Forschung. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie eine Rekonstruktion machen an einer vollständigen Figur, müssen Sie jeden Quadratzentimeter beantworten. Ohne Rekonstruktion, ohne diesen experimentellen Prozess der Rekonstruktion, können Sie eigentlich so etwas gar nicht erforschen. Also wir selbst haben ganz einfach begonnen, das heißt mit dem Mikroskop, mit einer Lampe, mit dem bloßen Auge. Dann haben wir hinzugefügt Untersuchungen im UV-Licht. Das UV-Licht ermöglicht, Ornamente zu sehen, Formen zu sehen, deren Farbigkeit längst verloren ist. Ja, unsere Frankfurter Muse haben wir zunächst mit UV-Licht untersucht, aber der Durchbruch hat sich dann eben erst ergeben, als das VIL, also die Infrarot-Lumineszenz-Fotografie, zusätzlich zur Verfügung stand. Dann haben wir noch zusätzliche Elemente in den Mustern entdeckt und haben sehr schnell begriffen, es ist ein kompletter Wagenfries. Wir haben die Ausstellung 2003 zum ersten Mal gezeigt. Das war eine Bombe. Die Öffentlichkeit war darauf nicht vorbereitet und die Irritation war gigantisch. Wir waren immer schon auf der Suche nach dem Gold. Vieles war schon bekannt. Wir wollten es aber ganz genau wissen. Wie operiert man mit dem Gold im Kontext der Farben? Wir haben uns die Gewänder angeguckt, die Stoffe, die antiken Stoffe, die tatsächlich erhalten sind, und sehr schnell begriffen,
Gold spielt eine wesentliche Rolle, auch bei der Verzierung schon der Originalgewänder. Diese ganze Kenntnis tragen wir jetzt zurück und bieten jetzt mit der Golden Edition zum ersten Mal diese neue, fantastisch schöne Schicht, das Gold über der Farbe, an. Man spürt, dass man die Gesellschaft irritieren kann. Du meinst, du hast den wahren Geschmack, aber das sind alles Prägungen, das sind alles Dinge, die letztendlich durch Konventionen bedingt sind. Und daneben gibt es noch andere Wahrheiten. Und dass es andere Wahrheiten gibt und damit zu operieren und den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen, macht Spaß.